So, jetzt hat es mich hier auch zum allerersten Mal erwischt. Ich habe zum allerersten Mal in meiner Märklin-Laufbahn einen Getriebeschaden bzw. defekte Zahnräder im Getriebe. In der Regel, wenn die Lokomotivmotoren da fest sind, dann ist es ja eigentlich meistens nur das verharzte alte Öl, was dort das Ganze blockiert und man hat keinen wirklichen Schaden. Meistens waren es bis jetzt bei mir ja auch gar nicht die Zahnräder, sondern in der Regel ist es der Anker, der komplett fest ist und das Ganze blockiert. Die Zahnräder sind sogar meistens frei. Und bei meiner Lokomotive handelt es sich um eine 3021, eine V200 060. Müsste die 12. Variante von Märklin sein, gebaut zwischen 1970 und 1984. Hier habe ich dann gleich ein Bild von der Lokomotive. Ich habe die Auktion gesehen und die Lokomotive gefiel mir optisch eigentlich recht gut. Es ist kein Rost an der Lokomotive, die Bedruckungen sind noch alle sauber, es ist alles da, es ist nichts abgegriffen. Und ich war etwas verwundert, weil der gewerbliche Verkäufer die Lokomotive im Zustand 3 bis 4 angeboten hat. Hatte sogar bei eBay so einen kleinen Zustandsbericht. Und da konnte man sehen, dass sie benötigt eine Inspektion, ist verharzt, Motor ist fest, Lackmängel, die ich allerdings nicht gesehen habe. Und das Ganze war natürlich ohne Packung. Ich habe dann hier kurz mitgeboten und bei 26,50 € habe ich dann den Zuschlag erhalten und war dann eigentlich ganz happy über diese schöne Lokomotive und diese Verharzungen, die würden wir auf jeden Fall rauskriegen und deswegen dürfte das ja kein Problem sein. Als die Lokomotive hier ankam, habe ich sie dann auch kurz geöffnet. Es war definitiv wieder der Anker fest mit dem alten verharzten Öl, habe das gereinigt, kurz nachgeölt, Lokomotive, das Gehäuse wieder aufgesetzt und auf die Schiene gestellt, aber was ihr hier sehen könnt, ist, dass die Lokomotive kurz anfährt, dann blockiert, kurz in die andere Richtung gefahren, sozusagen mit Anlauf über die Blockadestelle, fährt sie dann drüber. Im höheren Geschwindigkeitsbereich ist sie auch komplett runter gefahren, aber sobald man die Geschwindigkeit runtergenommen hat, ist sie immer wieder hängen geblieben, stehen geblieben. Also musste da definitiv noch mehr dran sein. Also habe ich die Lokomotive nochmal aufgemacht, habe den Motor wieder auseinandergenommen, den Anker gezogen. Und dann kann man hier sehen, dass wir im Getriebe Kunststoffzahnräder eingebaut haben. Und hier auf der linken Seite kann man dann hoffentlich ganz gut erkennen, dass hier definitiv ein Zahnrad abgebrochen ist bzw. fehlt. Und hier auf dem zweiten Bild durch diesen kleinen Ausschnitt kann man sehen, dass auch im rechten Zahnrad 1 oder 2 Zähne fehlen. Und das ist das, was wahrscheinlich hier das ganze Getriebe dann blockiert. Ich bin dann erstmal hingegangen, habe die eine Achse entfernt. Glücklicherweise ließ sich vollkommen problemlos mit einem kleinen Schraubendreher das eine Rad entfernen und ich konnte die Achse ziehen. Dann bin ich hingegangen und habe mit einem Nagel diesen Stift hier sozusagen und einem kleinen Hammer herausgetrieben, der dieses eine Kunststoffzahnrad hält. Hier wusste ich mir ehrlich gesagt nicht anders zu helfen. Weiß nicht, ob es dafür ein spezielles Werkzeug gibt. Aber das war für mich jetzt die schnellste Variante, die mir hier zur Verfügung stand. Und mit einem gewissen Kraftaufwand hat das Ganze dann auch funktioniert. Und nachdem der Stift dann entfernt ist, kann man also auch hier vollkommen problemlos das Kunststoffzahnrad dann zur Seite herausziehen. Die ganze Aktion habe ich dann mit der zweiten Achse gemacht. Wieder das eine Rad aufgehebelt, die Achse gezogen, mit dem Nagel und einem kleinen Hammer dann den Stift wieder entfernt und so konnte ich auch das zweite Zahnrad hier lösen. Und hier seht ihr auch die Innenseiten von den abgezogenen Rädern, was da für ein verharztes Öl drauf hängt. Und da braucht man sich nicht zu wundern, dass das ganze Ding hier im Grunde genommen auch komplett geklemmt hat. Und dann habe ich hier ein Kunststück fertig gebracht und zwar auf der linken Seite seht ihr das alte, dreckige, defekte Zahnrad. Ich habe mir neue Zahnräder bestellt und habe es tatsächlich geschafft, mir die falschen Zahnräder zu bestellen, sodass meine Reparatur damit sozusagen erstmal auf Eis gelegt war. Auf der rechten Seite seht ihr die Zahnräder, die ihr mir bestellt habt. Keine Ahnung, ich habe geguckt und gemacht und getan und trotzdem habe ich selbst nachher irgendeine falsche Bestellnummer aufgegeben. Dann habe ich sozusagen nochmal bestellt. Es war hier allerdings dann so, in der passenden Größe gab es keine Kunststoffzahnräder mehr, sondern die Zahnräder, die hier passen, das müsste Messing sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich habe vorher die Zähne gezählt, den Durchmesser gemessen, damit mir das nicht nochmal passiert. Und 3 oder 4 Tage später waren dann die passenden Zahnräder da. Ich bin dann hingegangen, habe mit Alkohol und Pinsel das ganze Getriebe erstmal gesäubert, die ganzen Zahnräder gesäubert, die Räder und Achsen gesäubert von diesem alten verharzten Öl.
Und als ich dann das Getriebe bzw. das Getriebegehäuse dann reinigen wollte, ist mir dann auch aufgefallen, dass hier jemand wohl schon mit einem Schraubendreher, gehe ich mal von aus, und Rohrgewalt versucht hat, das Ganze schon mal in Gang zu setzen. Man sieht hier tiefe Furchen und Kratzer im Inneren des Gehäuses, einmal auf der linken Seite hier neben den Zahnrädern und einmal komplett nach oben. Und ich denke mir, das war wahrscheinlich dann auch der Tag, an dem hier die Kunststoffzahnräder sozusagen dann ihren Geist aufgegeben haben. Nach dem Reinigen geht das Ganze jetzt wieder rückwärts. Ich setze jetzt hier sozusagen das Zahnrad ein, packe den Stift da oben drauf und bevor ich jetzt diesen Stift wieder einschlage bzw. einpresse, gehe ich allerdings hin und teste mal, ob die Zahnräder sich jetzt überhaupt frei bewegen lassen. Und da das vollkommen problemlos möglich ist, gehe ich davon aus, dass ich hier jetzt definitiv auch das richtige Zahnrad habe. Denn ich hätte keine Lust gehabt, nachher diesen Stift wieder von der anderen Seite herauszuprügeln, wenn ich gemerkt hätte, dass hier nachher vielleicht das Zahnrad doch nicht passt. Und das gleiche natürlich dann mit dem anderen Zahnrad. Hier nochmal kurz angedeutet, das ist im Grunde genommen mein Nagel, mit dem ich dann von oben den Stift und dem kleinen Hämmerchen wieder ins Getriebegehäuse eingetrieben habe. Und dann habe ich da auf jedes Zahnrädchen nochmal einen Tropfen Öl gegeben und bevor ich den Motor wieder zusammenbaue, habe ich das Ganze hier nochmal gerollt, um zu gucken, dass es auch funktioniert und das war dann vollkommen problemlos möglich. Dann habe ich den Motor wieder zusammengebaut, das Ganze funktioniert, habe das hier vorne dann erstmal wieder in Langsamfahrt getestet und die Lokomotive fährt wieder ganz normal. Dann wieder das Gehäuse drauf gesetzt und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese Zahnräder müssen sich aber erstmal aneinander gewöhnen und anfreunden. Lass sie jetzt erstmal eine ganze Zeit lang hier fahren. Nach den ersten 20, 25 Runden wurde die Lokomotive dann auch ständig schneller, obwohl wir jetzt ja wirklich gereinigt sind. Es ist leicht geölt und von daher dürfte es kein Problem sein. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Zahnräder sich noch nicht so wirklich mögen und werde die jetzt erstmal eine ganze Zeit lang fahren lassen. Habe dann hier die Geschwindigkeit auch nochmal runtergenommen und es klingt für mich auch sehr metallisch, aber ich habe dann nochmal 1 oder 2 andere Modelle der V200 aufgesetzt, beziehungsweise 3021. Und im Endeffekt hört sich gar nicht viel anders an. Sodass ich denke, das Ganze dürfte jetzt hiermit gelöst sein. Ich freue mich, dass die alte Lokomotive wieder fährt, werde sie hier in meinen Fuhrpark einreihen sozusagen. Und wenn irgendjemand hier mehr Ahnung hat, wie man diese Stifte im Getriebe da besser entfernt oder ob es da anderes Werkzeug dafür gibt, dann wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Das würde mich interessieren. War jetzt zum ersten Mal bei mir der Fall, dass ich das da austreiben musste oder tauschen musste. Aber falls das nochmal vorkommt und man das vielleicht leichter handhaben kann, als wie ich das hier gemacht habe, dann wäre es schön, wenn ihr mir das mitteilen würdet. Das war's dann mit meiner Getriebereparatur von der 3021. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.